Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Ja, ihr habt ganz richtig gehört. Heute schiebe ich aus einem ganz besonderen Anlass eine Playmobil-Folge ein. Mit einem Stück echte Playmobil-Geschichte von 1976. René hat im Keller original verschweißte Zusatzteilebeutel gefunden, die er nicht braucht. Er hat sofort an mich gedacht. Vielen Dank dafür. Was wir dabei entdeckt haben, möchte ich heute mit euch teilen. Vorige Woche ist das Paket angekommen und jetzt werden wir es gemeinsam öffnen. Es ist viel größer und schwerer, als ich es erwartet habe. Deshalb bin ich sehr gespannt, was drinnen ist. Jetzt können wir den ersten Blick hineinwerfen. Obenauf liegt ein netter Brief. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ganze Paket ist sehr gut mit Altpapier ausgepolstert. Und jetzt kommt auch schon die erste Zubehörtüte zum Vorschein. Wir nehmen sie ganz vorsichtig heraus. Mit Figur, Zubehör und Aufkleber vom Bauwagen 3207 von 1976, der bis 81 im Sortiment war. Ich bin immer vorsichtig, dass ich nicht zwischen dem Verpackungsmaterial noch etwas Wichtiges übersehe. Und jetzt können wir schon einen ersten Blick auf den ganzen Inhalt werfen. Das Besondere an diesem Fund ist, dass es sich um fabriksneue Teile handelt. Wahrscheinlich Restbestände, die beim Eintüten der Zubehörbeutel übrig geblieben sind. Und original verschweißte Zubehörbeutel von 4 verschiedenen Sets aus dem Jahr 1976. Vom kleinen Baulaster 3203, vom Polizei-LKW 3233 und vom Bauwagen 3207. Von diesem Set gibt es noch eine Reihe unverpackter fabriksneuer Einzelteile. Original verschweißte Zubehörbeutel findet man häufig und sie sind wertvolle Dokumente, um viel über das Set zu lernen und offene Fragen über den Inhalt zu klären. Die wahre Sensation aus diesem Kellerfund bringen wir jetzt ans Tageslicht. Hat das schon einmal jemand gesehen? Es sind die ungeschnittenen Aufkleberrollen der Verkehrszeichen. Für die 2 Verkehrsschilder beim Bauwagen gab es 2 unterschiedliche Rollen. Dann gibt es noch einen Stapel unbenützter Aufkleber mit den rot-weiß gestreiften Ecken des Bauwagens und einzelne ungebrauchte Aufkleber der Löwenbräu Bierkiste. Zum Schluss gibt es noch einen einzelnen Kleinteilebeutel vom Polizeiset 3232. Ich mache jetzt für euch ein bisschen Ordnung. Ich habe mir nur von 3 Sets einen einzelnen Beutel erwartet. Ich bin vollkommen überrascht von diesem ganzen Material. René, ich weiß wirklich nicht, wie ich dir danken soll. Mir geht es dabei nicht um die Sachen, sondern um die wertvollen Erkenntnisse über die Anfangszeit von Playmobil, die wir daraus lernen können. Genauso wie bei einem versteinerten Dinosaurier, der im Kampf mit seiner Beute umgekommen ist, haben wir mit diesem Konvolut eine Momentaufnahme aus der Playmobil-Geschichte ausgegraben, nämlich von der Abfüllung der Zubehörbeutel vom legendären Bauwagen 3207 von 1976. Es sieht hier fast so aus, als ob ein Playmobil-Mitarbeiter in Hausarbeit die Tüten zusammengestellt hat und die nicht mehr verwendeten Teile sind im Keller abgestellt worden. Die großen Teile lagen ja lose im Karton. Davon gibt es hier nur den Betonmischer. Ich würde sagen fabriksneu, in einem einwandfreien Zustand, wie ich ihn noch niemals vorher gesehen habe. Beim zweiten Exemplar fehlt zwar das Lenkrad und die Kurbel ist abgebrochen,
aber diese Ersatzteile kann ich sofort aus meinem Fundus austauschen. Der Beutel mit Figuren ist nach meiner Ansicht bunt zusammengewürfelt. Es sind verschiedene Gliedmaßenkombinationen dabei, die es so in keinem einzigen Set gab. Die grauen Beine des Polizisten waren niemals auf einer Figur mit weißen Ärmeln. Ich glaube, da hat einmal ein Kind Männchenmachmaschine gespielt. Das hier wären 2 Originalfiguren vom Bauwagen. Dieses Modell stammt eindeutig aus den Jahren zwischen 76 und 78, mit dem gespritzten Gesicht, dem körperfarbenen Skelett und den Füßen mit abgerundeten Kanten und mit dem geschlossenen B. Die älteren Figuren waren anders, wie ihr hier genau sehen könnt. Seit 1976 werden sie ja ausschließlich auf Malta gefertigt. Mit der blauen Figur und den braunen Haaren haben wir schon das erste Teil vom Zubehörbeutel. Es ist sehr interessant, dass alle Figuren in den 4 original verschweißten Beuteln, die ich hier liegen habe, alle blonde Haare haben, anstatt der braunen Haare von der Verpackung. Als einziges Kleidungsstück haben die alten Bauarbeiter den typischen orangen Helm, der von 74 bis 85 massenweise verwendet wurde. Fast schon ein ikonisches Teil. Die Verkehrszeichen bestehen aus einem langen Ständer und 2 Schilder mit Halteklauen. Die Aufkleber wurden offensichtlich von diesen großen Rollen mit einer Schere abgeschnitten. Auf der schmalen Rolle ist ein Endlosband mit unzähligen Aufklebern. Vom Verkehrsschild desselben Typs, hier ist es der blaue Pfeil. Es ist wirklich einmalig, dieses wunderbare Stück mit eigenen Augen zu sehen und selbst in den Händen zu halten. Die einzelnen abgeschnittenen Aufkleber kamen in den Zubehörbeutel. Der Pfeil und das Warnschild mit dem Arbeiter beide getrennt. Die Rolle mit dem runden Schild ist schmäler und die Rolle mit dem Warnschild ist etwas breiter. Auch bei der zweiten Rolle haben wir den Endlos-Aufkleberstreifen mit unzähligen Aufklebern. Genießen wir noch ein wenig den Anblick dieses wundervollen Stücks, das uns René zur Verfügung gestellt hat. Als einziges Werkzeug hat dieser Bauarbeiter einen Bierkasten mit 8 Flaschen. Auf die gelbe Bierkiste kommen 2 transparente Aufkleber mit der schwarzen Löwenbräu München Aufschrift, die auf einem Bogen zu 3 Stück gedruckt sind. Das heißt, dass es in jeder Packung einen überzähligen Reserveaufkleber gibt, den man auf den gebrauchten Sets auch irgendwo finden müsste. Alle 6 Bierflaschen hängen auf einem Spritzrahmen. Ein Exemplar davon hat auffällige Grate, das würde ich als Fehlproduktion bezeichnen. Die 3 Anspritzkanäle sieht man auf der Rückseite. Diese alten Flaschen sind typischerweise unten offen. Für die Kanten des Bauwagens gibt es einen Aufkleberbogen mit 4 Warnstreifen, die über das Eck aufgeklebt werden. Mein Bauwagen hat mit seinen 42 Jahren schon starke Gebrauchsspuren. Man sieht selten einen so gut erhaltenen Aufkleberbogen, weil die Aufkleber im Zubehörbeutel oft stark gebogen oder zerknittert wurden. In diesen original verschweißten Zubehörbeuteln haben die Aufkleberbögen nicht mehr die ursprüngliche Qualität wie frisch aus dem Stapel. Gerade deshalb sehe ich dieses Konvolut als unbezahlbaren Schatz und als Ausstellungsstück für ein Museum. Bei diesem Bauwagen kann ich meine Gefühle nicht verbergen. Es war nämlich eines meiner ersten Playmobil-Packungen, die ich einmal zum Geburtstag bekommen habe.
Der Artikel 3207 war von 76 bis 81 im Sortiment. Der Bauwagen und der Betonmischer waren lose im Karton. Dazu kommt noch der Sortimentsflyer und der Zubehörbeutel. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich zu meinem Geburtstag mit meiner Mutter ins Spielwarengeschäft durfte, um das Geschenk auszusuchen. Ich wollte eigentlich eine Schubkarre haben, aber das einzige Set mit einer Schubkarre war damals das Nashorn mit dem Tierwärter. So entschied ich mich für den Betonmischer. Der Bauwagen war für mich nicht so wichtig. Die Kartons waren nur mit einem schmalen Klebestreifen verschlossen. An der Ladentheke machte der Verkäufer die Verpackung für mich auf, zeigte mir den Inhalt und ließ mich den Betonmischer ausprobieren. Deshalb kann ich mich auch sehr lebhaft an den Zubehörbeutel erinnern und der Fund von René weckte in mir alte Erinnerungen. Bei den alten Aufklebern fällt eine papierähnliche Struktur auf, die sich leicht abnützt, Wellen wirft und leicht verschmutzt. Jetzt können wir uns das Material der Aufkleber genau anschauen. Es ist zwar eine Kunststofffolie, aber sehr dünn, fast durchscheinend und wirkt eher papierhaft und nicht wie ein widerstandsfähiger Kunststoff. Im Konvolut von René haben wir entdeckt, dass beim Bauwagen 3207 die Aufkleber für die Verkehrsschilder einzeln von großen Rollen abgeschnitten wurden. Sie kamen dann einzeln in die Zubehörbeutel, wie wir es hier noch einmal genau sehen können. Im Hintergrund ist der große Aufkleber für die Kanten des Bauwagens, der in diesem Beutel noch gut erhalten und nicht geknickt ist. Diese Aufkleber sind von genau demselben papierigen Material und nicht sehr widerstandsfähig. Hier zeige ich euch noch einen originalen Bogen vom Stapel mit der Marke Long Plus auf der Rückseite. Die kleinsten und empfindlichsten Aufkleber sind die transparenten Löwenbräu-Folien für die Bierkisten. Der Bogen ist hier am empfindlichsten und auch der neue hat mit der Lagerung stark gelitten. Am Bogen sind 3 Aufkleber, obwohl man für die Kiste nur 2 braucht. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber früher gehörte auf jede Baustelle eine Bierkiste. 3 rote Bierkisten gab es schon 74 beim ersten Baustellenzubehör 3112. 75 bei Maurer 3312, 76 gab es 3 gelbe Löwenbräu-Bierkisten beim Feuerwehr-Superset 3403. Einen kleinen Skandal gab es im Katalog von 75, wo ein Bauarbeiter stolz verkündet: „Das ist heute schon meine 5. Flasche." Darauf der andere: „Macht nichts, es ist genug Bier da." Der Bierkasten ist beim Bauwagen 3207 das einzige Arbeitswerkzeug vom Maurer. Der Betonmischer ist 76 neu und kann mit einer Handkurbel richtig betrieben werden. Man muss nur aufpassen, dass man keinen Sand ins Getriebe bekommt. Mit dem Lenkrad wird die Trommel ausgeleert, beim Anhänger sind 2 Haltegriffe für die Figur und es ist eine Anhängeöse für den Lastwagenzughaken. Das geht sehr gut für kleinere Strecken, aber meistens wird die Mischmaschine auf der Ladefläche transportiert. Der kleine Bauwagen hat nur eine Achse, er hat auch 2 Griffe am Anhänger, Fensterläden und Tür zum Öffnen. Das Baujahr steht innen auf der Tür. Ein tonnenförmiges Dach, das man abnehmen kann. Im Innenraum gibt es einen Tisch und als Kotflügel 2 Bänke mit Sitzplätzen für 4 Arbeiter. Der Bauwagen war schon zusammengestellt in der Packung, es war keine Bauanleitung nötig. Er hat die typischen alten grauen Plastikreifen, innen hohl und außen mit dem Rillenprofil.
Der Bauwagen passt perfekt zum Laster 3203, den wir uns noch später getrennt anschauen. An der Deichsel gibt es neben den 2 Handgriffen auch noch 2 Stecker für Werkzeugstiele und hinten, wie beim Laster, 2 Halter für Verkehrsschilder. Man kann hier zum Beispiel den links vorbeifahrenden Pfeil vom Verkehrszeichen abnehmen und hinten am Bauwagen befestigen. Ein original verschweißter Zubehörbeutel ist unverzichtbar, um den originalen Inhalt der Packung zu dokumentieren. Ich habe hier natürlich keinen einzigen Beutel geöffnet. Im Clicky-Welt-Portal gibt es eine besondere Datenbank mit Fotos und den Packungsinhalten. Jetzt kommen wir zum Bau-LKW 3203. Im Zubehörbeutel ist die Heckklappe der Ladefläche enthalten und man sieht die einzelnen verschiedenen Aufkleber. Die 2 Verkehrszeichen sind bei diesem Set nicht getrennt, sondern beide auf demselben Streifen. Die Figur ist von 76, weil sie kein bedrucktes, sondern ein gespritztes Gesicht hat. Die Fußsohlen haben eine scharfe Kante und eine tiefere Vertiefung. Deshalb handelt es sich um die erste Generation nach 76, die man bis 78 finden kann. Hier zum Vergleich eine ältere Figur von 74 mit aufgedrucktem Gesicht. In meiner Sammlung habe ich die Packung von 75, aber der Zubehörbeutel gehört zur Packung von 76, die bis 81 im Sortiment war. Im Kollektor steht der Lastwagen fälschlicherweise bei 74, aber er ist sicher erst 75 herausgekommen, wie die Prägung an der Unterseite des Fahrgestelles beweist. Ich habe hier die erste Version der Verpackung, mit der der Bau-LKW Anfang 75 das erste Mal herausgekommen ist. Die Lasche war mit einem einfachen Klebestreifen versiegelt und der Lastwagen war auf einer dunkelbraunen Kartongrundplatte in die Packung eingeschoben. In der Packung war der Kleinteilebeutel und der Sortimentsflyer enthalten. Wie gesagt, gehört dieser Beutel nicht zur ersten Ausgabe von 75, sondern zur zweiten von 76. Hier zeige ich euch noch die Kartoneinlage von unten. Der Lastwagen war das erste Fahrzeug von Playmobil und wurde mit besonders viel Zubehör ausgerüstet. Er hat die alten grauen Plastikreifen, die innen hohl sind, mit einem Rillenprofil auf einer Metallachse. Am Kühlergrill das Brandstätter-Logo, eine schöne Windschutzscheibe und ein flexibles Lenkrad auf einem eingesteckten Armaturenbrett. Unter der Ladefläche ist ein Kippmechanismus eingebaut. Die hintere Bordwand ist unten feststellbar, hat 2 Haltegriffe, links und rechts und schwenkt aus. Wie wir gesehen haben, ist sie getrennt im Kleinteilebeutel enthalten und die dünnen Kunststoffaufkleber haben diese papierartige Konsistenz, die wenig haltbar ist und Wellen wirft. Hinten haben wir wie beim Bauwagen 2 Halter für Verkehrsschilder, die man wahlweise auf den Laster oder auf den Ständer klemmen kann. Auf der linken Seite hat der Lastwagen die Werkzeugkiste mit dem Klappdeckel. Vom Kleinwerkzeug ist Hammer und Schraubenschlüssel dabei. Das größere Werkzeug und die Leitern kann man entweder auf den Klauen an den Bordwänden befestigen. Dabei muss man besonders vorsichtig sein, dass die Klauen nicht abbrechen, weil Spitzhacke und Axt keinen runden Stiel haben. Auf der Ladefläche gibt es auch eine Reihe Stecker, wo man die verschiedenen Werkzeuge und Leitern einstecken kann. Genauso wie beim Bauwagen ist der blaue Hochbauarbeiter mit braunen Haaren dabei. Eine einfache Grundfigur mit dem orangen Bauarbeiterhelm. Der Setinhalt ist zwar als Silhouette auf der Lasche der Verpackung aufgedruckt, die original verpackten Kleinteilebeutel geben uns aber viele Antworten auf zusätzliche Fragen.
Das war der erste achtteilige Werkzeugsatz. Hier sehen wir das richtige Besenmodell aus den Packungen von 76. Das dritte Set für heute ist der Polizeilastwagen 3233, der von 76 bis 78 im Sortiment war. Auf der Packung sind 12 verschiedene Bilder mit Spielmöglichkeiten. Als Mannschaftswagen der Bereitschaftspolizei war er im Einsatz. Mit dem Hebel kann man die ganze Ladefläche abkippen. Die hintere Bordwand kann man unten entriegeln und sie schwenkt aus. Links und rechts gibt es wieder die Haltegriffe, die wir schon gesehen haben. In den Halteklauen an den Bordwänden ist eine Plane eingesteckt und innen sind links und rechts 2 Sitzbänke für 6 Personen eingehängt. Links und rechts an der Fahrerkabine steht die Nummer 12. Kennzeichen und Polizeistern waren nicht dabei, sie stammen aus dem Motorradset. Wir haben 2 internationale Polizeiaufkleber vorne und hinten. Im Zubehörbeutel sind nur die Figur und die Aufkleber enthalten. Sie beantworten aber eine ganz wichtige Frage. Alle Polizeiautos von 78 bis 83 hatten ausschließlich internationale Polis. Trotz der bundesdeutschen grünen Farbe gab es keine deutschen Polizeiaufkleber bis 1984. Die Figuren stammen mit den scharfkantigen Fußsohlen wieder von Anfang 76 bis 78. Hier ist eine neuere Figur aus derselben Zeit mit gerundeten Kanten. Die Playmobil-Polizei wurde bereits 75 mit Schlagstöcken, Plexiglasschildern und Handschellen ausgestattet. Mit dem Truppentransportlastwagen werden die Beamten der Bereitschaftspolizei zum Einsatzort transportiert. 10 Beamte im Lastwagen sind schon eine ganz beachtliche Truppe. Jetzt setzen wir die Plane auf und der Lastwagen kann losfahren. Früher waren die grünen Planenlastwagen ein üblicher Mannschaftstransport für das Militär. Obwohl die Aufkleber schmutzig sind, passen sie noch gut zum bespielten Fahrzeug. Als 4. Zubehörbeuteltyp hat René einen einzelnen Beutel vom Polizeiset 3232 geschickt, mit den Kleinteilen für 5 Figuren und einem Motorrad. Auf der Verpackung ist ein blauer Tank und eine graue Satteltasche, diese waren in Wirklichkeit aber immer grün. In diesem Set sind nur 2 Kennzeichen, Nürnberg und Essen dabei. Wahrscheinlich wurde der ursprüngliche Aufkleberbogen mit Hamburg und Stuttgart zweigeteilt. Damit sind wir heute mit unserem original verschweißten Kleinteilebeuteln bereits am Ende angelangt. Neben den Figuren hat mir René noch 4 neue Tränketröge für den Mittelalterbrunnen geschickt und einige Kleinteile, darunter 2 Color-Dreispitze, die man immer gut gebrauchen kann. Ich werde diese Zubehörbeutel natürlich nicht aufmachen, sondern in meiner Sammlung als wertvolle Zeitdokumente aufbewahren. René, ich bedanke mich bei dir nochmals ganz herzlich. Damit ist das heutige einmalige Playmobil-Video auch schon wieder abgeschlossen. Ich habe keine weiteren Playmobil-Videos geplant, aber wenn sich eine Gelegenheit ergibt, kann ich ja immer wieder einmal ein Video einschieben. So bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Auf Wiedersehen!